Ja Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Mo, der Leiter vom Core Gamer Treff und ein Riesenfan von Arcade Sticks. Und ich möchte euch heute einen Custom Arcade Stick, einen wunderschönen Custom Arcade Stick zeigen, den mir ein guter neuer Freund, der Jakob, gebaut hat. Ja, ich mache das Video heute, um ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass es jetzt endlich in Deutschland jemanden gibt, der sowas schön aus einem Guss bauen kann. Das zeige ich euch gleich alles. Das heißt, ja, man kann sich jetzt in Deutschland beim Jakob Custom einen Arcade Stick genauso bauen lassen, wie man das gerne hätte. Und genau das habe ich gemacht. Wie ihr seht, ist das ein wunderschönes Space Gray geworden hier. Ich möchte meine Arcade Sticks immer mit einem 6-Button-Layout haben, weil ich halt ja, das so authentisch wie möglich, wie ich das in meiner Kindheit kennengelernt habe, in den Spielhallen in Frankreich und in Spanien. In den Street Fighter Automaten hat man eben ein schönes 6-Button-Layout, das heißt 3 Punches oben, 3 Kicks unten. Das ist so mein Arcade Stick Fetisch und deshalb 6-Button-Layout. Die Sondertasten wollte ich auch alle oben über meinem 6-Button-Layout haben, damit ich eben keine weiteren Tasten neben meinem 6-Button-Layout habe. Das heißt, ich habe hier Start, Select, Share, L1, L2, R3, L3 und den Touchpad-Button, alles auf eigenen Buttons hier oben. Das heißt, ich kann alles mit dem Stick machen, was es in den Spielen zu machen gibt. Manchmal sind bestimmte Funktionen beispielsweise auf R3 gelegt oder auf L2, Tasten, die man eventuell bei einem Standard-Arcade-Stick vermisst. Und da muss man dann extra dafür ein Pad anschließen. Hier nicht, deshalb sind alle Buttons, die es gibt, auf einem PlayStation-Pad auch verdrahtet auf diesem Arcade-Stick. Ja, grundsätzlich ist das ein Arcade-Stick, der komplett aus einem Werkstück gebaut ist, aus Edelstahl. Ja, ich kann noch mal eben umdrehen. Unten hat man sehr schöne Verschraubungen. Das ist absolut cleanes Design. Da ist keine einzige Kante. Das fühlt sich an wie ein Babypopo. Absolut top. Ist dementsprechend aber auch schon echt richtig schön schwer. Das finde ich gut. Ja, ich glaube 5,5 Kilo wiegt der etwa. Also sehr, sehr schwer. Ich finde das super. Es gibt auch die Möglichkeit, eventuell ein anderes Material zu nehmen. Der Jakob hatte mal angedeutet, dass man auch vielleicht Alu oder sowas nehmen könnte. Da, ja, auch da sind Spielräume. Allgemein, wie war die Absprache so mit Jakob? Also so wunschtechnisch auch, also dass er wirklich auch auf deine Ideen oder deine Vorstellungen auf den Arcade-Stick quasi eingegangen ist? Ja, der Jakob ist ja irgendwann hier zu uns in den Core Gamer Treff gekommen und hat halt gesagt, der hat Interesse, Arcade-Sticks zu bauen, ob man mit ihm mal zeigen kann, was wir so für Arcade-Sticks benutzen und wo es so drauf ankommt. Er hat sich also erstmal Feedback geholt in der Community. Was sind so die Sachen, die wichtig sind, die Fallstricke, die man nicht unbedingt mitnehmen muss, damit man eben direkt einen vernünftigen Arcade-Stick bauen kann. Und ja, dann habe ich ihm erstmal beraten und ihm erstmal gesagt, so und so, das sind die Standard-Layouts, die man so haben sollte. Gibt es ja so eine schöne Seite, Slackcoin heißt die beispielsweise, habe ich ihm davon direkt erzählt. Ja, und dann hat er direkt in seinem Zeichenprogramm alles sich so zurechtgezeichnet und hat mich dann halt nach Feedback gefragt. Er hatte halt auch einen Standard-Arcade-Stick, also einen Prototypen sozusagen erstmal für sich gebaut und dann hat er gesagt, spiel mal damit eine Runde und sag mir mal, ob das gut ist, alles und so. Ja, und er hat sich da sehr gut an die Standards gehalten, die man halt so kennt. Die Abstände zwischen den Buttons und zwischen dem Joystick, die sind halt ja schon relativ genormt durch die ganzen Arcade-Sticks, die man sonst so in den Jahren vorher benutzt hat. Ist man da meistens nicht so flexibel, dass man komplett das Rad neu erfinden möchte. Man hat da gewisse Spielräume, verschiedene Standard-Layouts, die man halt wählen kann, aber man fängt jetzt nicht an und macht irgendwie einen Knopf hier und einen ganz woanders hin. Ne? Ja, und dann hat er den halt gebaut, den Prototypen, und das Ganze dann mit einer Pulverbeschichtung versehen. Dann hat er halt gecheckt, wie das farbtechnisch so aussieht, und ja, das ist sehr, sehr gut alles geworden. Ne? Also der Arcade-Stick ist aus Edelstahl, wie gesagt, und dann pulverbeschichtet mit diesem Space Gray jetzt hier. Die einzelnen Parts, sind die dann auch von der Stange oder sind die dann auch custom-made angefertigt oder wie? Ja, die Parts sind Standard Sunvar OBS F30 Knöpfe und ein Sunvar JLF Arcade Stick. Allerdings habe ich den sogenannten Bullet Lever von Seimitsu da drauf geschraubt, mal testweise. Der ist etwas höher als ein normaler Joystick. Mir gefällt das sehr gut so. Ich weiß noch nicht, ob ich es so lassen werde, aber es ist ganz einfach zu öffnen und zu ändern. Bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Aber auch da kann man halt alles auswählen, was es so an Standard-Arcade-Stick-Parts gibt. Da kann man einen Sunvar, Seimitsu, koreanische Arcade-Sticks. Also da ist man nicht genormt. Da ist man nicht genormt. Nur bei den koreanischen Arcade-Sticks muss man dann halt
vorher dafür sorgen, dass das Loch breiter ist, wo die reinkommen und so weiter. Ne? Und damit kann man wirklich an jeder Konsole dann auch quasi spielen. Ne? Also genau, da ist egal welche. Da ist jetzt das sogenannte Brook Universal Fightboard drin. Das heißt, das funktioniert an PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, die neuen, Nintendo Switch und Wii. Also alles, was im Prinzip einen USB-Anschluss hat, funktioniert. Das Einzige, was immer Probleme machte, war die PS5. Und jetzt hat Brook ganz neuen Add-on Fightboard rausgebracht, was nur für die PS5 nochmal zusätzlich funktioniert. Und das habe ich da auch noch einbauen lassen. Das heißt, man braucht keinen weiteren Konverter, den man dann da irgendwie an eine Konsole anstecken muss und dann den USB dann ran. Nee. Also bei dem Stick, so wie der jetzt ist, braucht man absolut gar nichts. Der funktioniert sogar out of the box mit der PlayStation 5, mit PlayStation 5 Spielen. Genauso wie ein PlayStation 5 Controller. Die PS5 denkt, das wäre ein PS5 Controller dann. Und wie fühlt er sich dann an, wenn man längere Zeit mit dem gespielt hat? Du hattest ja gesagt, dass er wirklich schwer ist auf dem Bein. Also ich finde das sehr gut, wenn Arcade-Sticks schwer sind. Wenn man halt auf Turniere fährt, kann das ein Nachteil sein. Das muss einem klar sein, weil man halt eine Menge Zeug mit sich schleppt dann. Ne? 5,5 Kilo ist schon eine Menge. Aber es fühlt sich auch beim längeren Grinden, wenn ich richtig lange spiele, fühlt sich das jetzt nicht zu schwer an oder so. Das ist genau richtig. Ich finde das sehr angenehm, wenn der Arcade-Stick schwer ist und man wirklich merkt, man hat was richtig Festes in der Hand beim Spielen. Ne? Oder auf dem Schoß, besser gesagt. Und was wäre der Grund für dich jetzt zu sagen, okay, ich würde mir jetzt bei Jakob unbedingt gerne mal einen Custom Arcade Stick von ihm bauen lassen? Ja, weil wenn man sich einen Custom Arcade Stick bauen lässt, das ist natürlich nicht, kann man preislich natürlich nicht vergleichen mit einem Arcade Stick von der Stange, aber dafür lässt man sich da auch etwas ein oder lässt etwas bauen, was ein Leben lang für einen hält. Also mit dem Arcade Stick wird niemals irgendwas passieren. Der ist so unfassbar schwer und robust, da kann einfach gar nichts kaputt gehen an dem Case. Der ist von Anfang an so designt, der kann hinfallen, da geht der Boden kaputt, aber nicht das Case. Ne? Das ist aus Edelstahl. Und ich kann den Arcade-Stick genauso designen lassen von Jakob, wie ich den haben möchte. Ich habe dem genau gesagt, ich möchte gerne, dass der 40 cm breit ist. Sein Prototyp war 45, das war mir zu groß. Die meisten Standard-Sticks sind irgendwie so zwischen 35 und 38, das war mir ein bisschen zu klein. Ich wollte genau 40 cm. Das kann ich da haben. Ich kann sagen, welche Kante ich hier haben möchte. Das Button-Layout kann ich mir frei auswählen. Die Buttons selber, die Joystick, alles lässt sich halt so customizen, wie ich das persönlich halt haben möchte. Ne? Aber Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben und so viele verschiedene Sachen ausprobiert haben, sondern einfach einen soliden Custom-Stick haben möchten aus Metall, die können auch einfach einen Standard-Arcade-Stick bei ihm bekommen. Das hier ist jetzt sozusagen der neue Standard. Das ist jetzt der zweite, den er gebaut hat, der zweite Prototyp. Und der ist so gut, den kann ich so eigentlich jedem empfehlen, der halt so einen absoluten normalen Arcade-Stick haben will, ohne jetzt was Außergewöhnliches daran zu haben. Guter Übergang. Wem würdest du denn alles empfehlen, sich so einen Custom Arcade Stick zu holen? Würdest du es neuen Spielern empfehlen, die jetzt mit den Arcade Sticks irgendwie sich einarbeiten wollen oder mal es ausprobieren möchten? Oder würdest du schon sagen, okay, für Turnierleute, für die eingefleischten Arcade Stick Spieler ist das ein Muss? Also empfehlen würde ich das absoluten Arcade Stick Liebhaber, wie ich selber auch einer bin. Das muss wirklich jedem klar sein, dass da eine Menge Arbeit drin steckt, sowas zu bauen, aber das ist dann auch für die Ewigkeit. Das heißt, für Leute, die wirklich sich sicher sind, sie wollen ihr Leben lang mit dem Arcade Stick spielen. Ich würde das nicht empfehlen, sowas zu kaufen für Leute, die unter Umständen noch gar nicht wissen, ob die überhaupt mehrere Jahre mit einem Arcade Stick spielen wollen. Das ist kein Arcade Stick für jemanden, der zum allerersten Mal einen Arcade Stick benutzt, sondern das ist ein Arcade Stick für jemanden, der absolut sicher ist, das ist der Arcade Stick, den ich mein Leben lang benutzen möchte. Dafür ist ein Custom Arcade Stick, ja. Okay. Ja.